Einen wunderschönen zusammen. Wir haben auf Discord abgestimmt, was wir denn tun sollen. Entweder Variablen oder Mapping. Und die Wahl fiel auf Mapping. Ich muss mal die Musik kurz leise drehen, an meinen Kopfhörer. Deswegen fangen wir auch direkt mal an und wir mappen heute eine schöne Map. Ich zeige euch, wie man mappt, worauf man aufpassen muss und so weiter. Und jetzt kommt erstmal das Intro. Ich würde mal sagen, dann fangen wir auch mal direkt an. Wir erstellen erstmal eine neue Map. Und bei der Map, was ist darauf zu achten? Natürlich brauchen wir erstmal einen Namen. Wir machen das mal Tutorial. So, wir machen ein kleines Städtchen, ein kleines Dörfchen. Das braucht man auf jeden Fall bei jedem Spiel. Ich nehme als Startgröße, nehme ich 30 Kacheln. Manchmal auch weniger, aber für eine Stadt nehme ich meistens 30 mal 30. Das kann man dann später immer noch größer oder kleiner ziehen, je nachdem. Was mache ich als erstes? Das ist natürlich ziemlich einfach. Zuerst mal das Teilzeit ändern. Wir wollen nämlich draußen. Und dann fülle ich erstmal alles mit dem Rasen. Also wir haben, das wisst ihr wahrscheinlich, wir haben den Pinsel hier, da kann man rüber pinseln. Man hat das Dreieck. Und man hat den Kreis. Den Kreis, den habe ich fast, ich glaube, noch nie benutzt. Braucht man auch nicht. Ich mache das Ganze mit dem MZ. Das heißt für euch, wenn ihr den MV habt, ihr habt ein Layer weniger zur Verfügung. Ich habe hier, ich glaube, der MZ, der hat 3 Layer übereinander. Das hat der MV nicht, wenn ich mich nicht irre. Ich habe noch nie... Das ist das erste Mal, dass ich das mit dem MZ mache, vor allem mit den Standardgrafiken. Es wird eine kleine Premiere hier geben. Das Tutorial wird übrigens ein bisschen länger, weil ich erstens gerade viel am Labern bin und zweitens ich da alles live mache und ich die Map mit euch zusammen gestalte, beziehungsweise ich gestalte sie live. Und das wird so ein bisschen wie das Parallax Tutorial, was wir da mal gemacht haben. Als erstes mache ich natürlich ein kleines Wegchen hin. Ich weiß nicht, welches ich nehme. Nehmen wir mal das da. Also wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr hier oben irgendwo, oben links, könnt ihr auch anfangen mit eurer Map, wenn ihr das machen wollt. Dann könnt ihr später noch immer noch, dann könnt ihr hier kleiner machen. Und dann wird eure Map nicht zerstört, wenn ihr das kleiner machen müsstet. So, kommen wir erstmal zu den ganzen Fehlern, die ich oft sehe bei Anfängerprojekten. Und zwar der erste Fehler, den viele machen, wo ich auch schon oft gesehen habe, ist hier, da zieht man hier mal so einen Weg entlang. Dann geht der Weg hier weiter. Dann macht man hier mal so ein Häuschen. Und dann muss man, und dann hat man quasi, so eine Map. Ja, vielleicht macht man dann hier das Häuschen hin. Hier macht man dann so ein Häuschen hin. Ich mache das hier mal so separat. Hier hat man das Häuschen. Und hier hat man vielleicht nochmal ein Häuschen. So sieht ungefähr eine Anfänger-Map aus, wie sie im Buche steht. Ich zeige euch das mal kurz im Game. Dann hatten wir hier so eine Anfänger-Map. Das ist eine typische Anfänger-Map, also wirklich sehr, sehr anfängerisch. Und dann hatten wir hier sehr weitläufige Maps. Und das braucht man gar nicht. Ihr braucht keine weitläufigen Maps. Vielleicht denkt man so im Hintergrund, ja, da wird das Spiel ein bisschen länger, da wird die Welt an sich interessanter. Das wird sie dadurch nicht. Sie wird dadurch kahler und langweiliger. Deswegen habe ich mir gedacht, was heißt, habe ich mir gedacht, ihr habt es ausgesucht. Deswegen machen wir jetzt mal eine schöne Map. Ich hoffe, ich kriege das hin mit den Standardgrafiken. Wie gesagt, noch nie gemacht mit den Standardgrafiken, aber wir gucken mal. Den tun wir mal irgendwo hin, dass er nicht nervt. Dann mache ich am Anfang so ein kleines Wegchen einfach hin. Und ziehe das auch so nach rechts.
Mit dem Weg anfangen ist immer am besten. Da habt ihr sozusagen schon mal eine Struktur drin, wo es hingehen soll. Und dann machen wir hier links auch gleich schon das Häuschen hin. Maybe so. Man kann ja noch viel umändern. Es ist ja noch nichts gesagt, wenn man hier irgendwie ein Häuschen macht. Und ich habe was Cooles gesehen. Ich habe vorhin schon ein bisschen reingeguckt. Und auf C, da ist sowas Cooles. Das mag ich. Das benutzen wir jetzt. Das ist auch im V, glaube ich, auch dabei. Ist, glaube ich, quasi das gleiche. An sich gibt es zum Mapping, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Nur, dass man es mal gesehen hat live und das auch ein bisschen abgucken kann. Wie man dann am besten mappen sollte oder was der beste Vorgang ist am Mappen. Da gibt es jetzt, ja, vielleicht gibt es ein paar Regeln, aber man muss nicht alle Regeln befolgen, man kann auch ein paar brechen. Da gibt es auch so einen kleinen Steinboden. Ich mag das, wenn das so kurz vor der Türe so ein kleines Steinding ist und der Weg da eigentlich schon zu Ende. Das finde ich ganz cool. Machen wir hier mal so eine Aussparung. Sowas. Sowas, genau. Und dann können wir hier alles mit der rechten Maustaste, kann man das so... rechte Maustaste langziehen, dann kann man das so gruppieren. Falls ihr das noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Rechte Maustaste markieren und mit der linken Maustaste kann man es hier einfügen. Ich glaube, das ist aber den meisten bekannt. Jetzt gehen wir wieder zu C. Und machen das so hier. So und so. So wollte ich das richtig. Muss ich das dann so tun? Dann muss ich so tun. Ah, das sieht doch super aus, oder? Das kann man doch schon ansatzweise Haus nennen. Das können wir auch so lassen, oder? Können wir hier ein bisschen länger ziehen? So vielleicht. Wie gesagt, verschieben, verrutschen, das geht immer. Das geht immer. Aber was ihr achten solltet, ist, wenn ihr irgendwelche Ereignisse habt, das macht die Ereignisse erst zum Schluss. Wenn ihr wirklich zufrieden seid mit eurer Map, dann macht das am besten am Schluss. Weil sonst ist das ein Hin- und Hergerutsche mit den Events und das geht nicht gut aus. Fensterchen. Fensterchen sind immer wichtig. Was haben wir denn hier? So vielleicht? Udessel. Machen wir es so. Dann brauche ich natürlich noch ein Kaminchen. Ich nehme mal den da an der Seite. Sieht der? Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir machen einen da oben hin. Zack. Zack. Kamin kommt immer gut. Hier kommt nachher die Türe hin. Machen wir aber am Schluss die Türe. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Und das wird ein... Es wird ein Inn. Ist Ortseingang, also Inn. Kann man da oben vielleicht noch... Nee. Nee, das sieht nicht gut aus. Was ich aber finde, was gut aussieht, sind solche Dinger hier an den Wänden. Gefällt mir. Vielleicht hier noch eins hin. Und so ein bisschen diese Risse. Die gefallen mir auch besonders. Und wenn da natürlich Gestrüpp ist, dann braucht man natürlich auch ein bisschen Wiese.
So vielleicht. Vielleicht so, vielleicht auch anders. Das überlege ich mir später noch. Und was vielleicht wichtig ist, bei dem Weg, macht es echt nicht breiter als 2. Wenn ihr einen Weg habt, mehr als 2 Kästchen braucht ihr nicht. Das ist schon vollkommen ausreichend, finde ich. Da braucht man nicht, 3 wäre schon zu dick. Das wäre schon zu viel. Meiner Meinung nach. Kommt natürlich auch immer auf die Auflösung an. Aber in den meisten Fällen reichen 2 Kacheln. Wir kümmern uns erstmal um das Häuschen, damit das fertig ist. Die linke Seite muss ungefähr fertig sein. Dann können wir mal weiter gucken. Können wir noch ein Bäumchen irgendwo hinstellen? Bäumchen hier hin. Ein Bäumchen vom Haus ist immer schön. Oder warte mal, wir machen was anderes. Wir machen da einen kleinen Brunnen vielleicht. Hier ist so ein kleiner Brunnen. Können wir noch so einen Weg dahin machen, so einen kleinen. Dann können wir auch das hier was hinstellen. Da machen wir noch so ein Sandding. Einen kleinen Sandweg, damit man mal so ein bisschen sieht. Da wurde schon ein bisschen was zertrampelt. Da laufen die ganzen Menschen rum. Da wird Wasser aus dem Brunnen geholt. Dass man so ein bisschen sieht, da passiert was. Jetzt können wir das Ganze hier nehmen. Dann ziehen wir es wieder nach oben so ein bisschen. Weil hier langsam der Platz weggeht. So könnt ihr kleine Storys einbauen. Wenn ihr zum Beispiel einen Brunnen macht, da ein bisschen Sand hinlegt und nach dem Motto, da ist schon ein bisschen was abgetragen, da ist schon ein bisschen, da haben die Leute schon drauf getrampelt, so, wisst ihr? Bisschen Ingame-Story. Das Gras sieht komisch aus, wir nehmen das da, das sieht besser aus, oder? Was haltet ihr davon? Ja, das ist um einiges besser. So. Jetzt fange ich mal an. Ich nehme als Umrandung der Stadt, man braucht ja meistens immer eine Umrandung. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nicht bei jedem Spiel braucht man eine Umrandung. Man kann auch überall rausgehen, wenn man das so haben möchte. Ich möchte aber jetzt eine Umrandung haben. Und das tue ich mit diesen Bäumchen. Das mache ich erstmal ganz primitiv hier so an der Seite. Dann nehme ich das da und dann ziehe ich das so hier so lang. Dann nehme ich das da und dann ziehe ich das hier so lang. Gut. Das gleiche mache ich hier. Oh. Müssen wir den Weg wahrscheinlich noch mal ein bisschen verschieben, aber es ist ja nichts fix. Darum geht es doch, damit ihr aus meinen Fehlern lernt. So. So ist das doch schön, oder? So geht das doch. Gucken wir mal ganz kurz, wie das Ingame aussieht. Ja, das ist doch schon mal eine schöne Ecke, oder? Also versucht ruhig viel zusammen zu klatschen. Also nicht zu viel aneinander zu klatschen, aber versucht ruhig. Hier zum Beispiel dieses kleine Eckchen mit einem Eimerchen, mit einem Brunnen. Hier ist so ein kleiner Steinfleck. Und der abgelaufene Rasen hier. Da könnt ihr ruhig vieles eng aneinander machen, so dass ihr viele Bereiche aneinander habt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Immer wieder so kleine Abschnitte nehmen, sagen wir ein Haus plus der Garten. Ein Haus plus den Garten. Hast du den schön gestaltet und da braucht ihr auch nicht, ihr braucht da nicht viel Platz. Das sind wirklich nicht viele Kacheln. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Kacheln. Und das ist so der Vorgarten mit einem kleinen Brunnen und das reicht auch schon. Ihr braucht da nicht weitläufig irgendwas zu machen. Versucht das eher ein bisschen enger zu komprimieren. Ist natürlich alles Geschmackssache. Aber ich finde es halt eben schöner, wenn man so verschiedene Bereiche hat. Dass man da so eine Teilstory erzählen kann. Durch das Mapping alleine.
Wie geht's jetzt weiter? Wir lassen das Haus mal Haus sein. Obwohl, wir können noch ein bisschen Blümchen. Was Gärtchen? Das können wir noch machen. Ah, oder? Machen wir noch ein Schild davor? Nee, das sieht doof aus. Sieht doof aus. Da kann man vielleicht so ein Schild machen. Oder? Kann man machen. Ich mache hier noch mal ein bisschen die Umrandung weiter. Dass wir das ein bisschen abgeschlossen haben. So. Oh, da habe ich verkackt. Da habe ich verkackt. Machen wir es nochmal. Können wir auch hier so machen, so und so. Damit die Umrandung schon mal einigermaßen da ist. Was haltet ihr eigentlich von der MZ-Grafik, wenn wir gerade schon dabei sind? Ist es besser als der MV von der Grafik her? Meiner Meinung nach, nimmt sich das nicht arg viel. Aber wie steht ihr dazu? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin überhaupt geguckt habt. Machen wir rechts weiter, oder? Rechts weiter. Sollen wir da die gleiche Mauer nehmen? Das aus, wenn ich nicht die gleiche Mauer nehme. Nee, nimm mal hier nochmal die gleiche Mauer. Ich glaube, für den Anfang ist das ganz gut, wenn wir das so machen. Das Dach muss natürlich auch gleich. Heute habe ich es irgendwie mit meinen Sprachfehlern. Das ist euch auch schon aufgefallen jetzt, ne? Scheiße. Das Haus ist ein bisschen... Es muss nicht 100%, es muss nicht symmetrisch sein. Es muss nicht symmetrisch sein. Nein, was mache ich denn da? Oder gibt es auch Fenster? Das ist ja cool. Gleich viel besser, oder? Gleich viel besser. Gefällt mir. So. Klauen wir das hier noch? Dann machen wir das so. Und dann machen wir das so. Hallo. Weg damit. Weg damit. Machen wir was ganz Raffiniertes und machen hier die Eingangstüre hin. Why not? Kann man ja machen. Hier später dann die Türe. Wir nehmen mal andere Fenster, oder? Ein bisschen Abwechslung muss sein, ab und zu mal. Damit es nicht arg so langweilig aussieht. Welche hatten wir denn noch nicht? Wieder? Maybe? Die sehen halt voll groß aus irgendwie. Was ist mit sowas? Das gefällt mir. Machen wir die hier weg.
Mhm. Mhm. Da kommt nachher die Türe hin. Da kommt aber oben dann ein Schild hin und das ist das. Ach, machen wir den Pub, oder? Und zu mal ein Trinken muss auch dabei sein. Äh. Hier kann man ruhig alles ein bisschen bushy machen. Ein bisschen buschig. So. Den Kamin wieder hin. Aber so findet man einfach nicht das, was man braucht, ne? Wie sieht denn das jetzt aus? Ab und zu mal gucken, wie die Map im Game aussieht. Da kommt es noch mal ein bisschen anders im Game. Das Spiel. Ja, ist doch schön. Jetzt alles schön. Man kann ja auch den Eingang noch ein bisschen schöner gestalten mit ein paar Blümchen, damit man gleich sieht, ah, hier ist es schön, hier will ich bleiben. Mhm. Vielleicht noch hier so ein Bäumchen, das passt da ganz gut rein. Brauchen wir das hier nicht. Ein Bäumchen, aber nicht dahin, sondern ins versetzt. Ah, eins reicht. So vielleicht? Okay. Ich würde sagen, da hinten geht's weiter natürlich. Da habe ich Bock auf ein Gärtchen. Ich habe Bock auf ein Gärtchen. Ich will einen Garten. Einen Strebergarten. Aber ich sehe gerade, dass es hier gar keinen Zaun gibt. Warum zur Hölle gibt es keinen Zaun? Oder sehe ich das gerade einfach nur nicht? Scheint keinen Zaun zu geben. Naja, egal. Wir machen das trotzdem. Gibt es hier so einen Boden? So einen. Vielleicht. Vielleicht so. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Ah. Mhm, 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 mhm. Ah, nee. Nee, nee, nee. Vielleicht machen wir hier anderen Boden. Maybe. Nee, wir machen Wasser. Oder? Auch nicht. Weh sie nicht, du. Weh sie nicht. Hier haben wir doch einen Zaun, oder? Ah, guck mal an. Guck mal an. Ein bisschen Minecraft-Feeling mit dem Zaun. Was ist das für ein Zaun? Nee, den brauchen wir nicht. Das ist eher was für Friedhöfe. Und das hier ist... Okay, das passt hier auch nicht so rein. Bleiben wir bei dem Standardzaun. Ich mache immer die Schatten hier weg. Oh, das ist ein reingemalter Schatten. Aber wenn hier so Schatten sind, ich mache die immer weg. Ich würde es auch bei den Standards wegmachen. Mir gefällt es einfach nicht. Ihr könnt es natürlich dran lassen, wenn ihr das auch schön findet. Kann man das auch schön gestalten. Ich finde es jetzt nicht unbedingt schön. Macht ihr meistens weg. Aber so hat jeder sein Geschmäckle. Haben wir den Garten? Es sieht halt aus wie ein Schatten. Es ist kein Schatten. Es sieht aber aus wie ein Schatten. Es ist einfach nur, ja, eingezeichnet. Hm. Bisschen Busch.
Und dann gehen wir wieder zu B. Was haben wir denn da? Ich muss mich erstmal noch ein bisschen umgucken. Machen wir hier mal das da und dann machen wir hier daneben so ein Holzding. Der Baum ist tot. Der Baum ist umgefallen. Er lebt nicht mehr. Nee, das machen wir auch nicht. So. So. Ja. Also farblich, wenn ihr jetzt irgendwie Farben der Blumen irgendwie aufpassen wollt, könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Der Standard RTP, beziehungsweise die Standard Ressourcen, die sind so, da könnt ihr eigentlich alles mit allem mischen. Außer halt jetzt einen Schneebaum hier hinstellen, der wäre natürlich out of place. Aber rein von den Farben her kann man machen, muss man nicht. Der Steinboden. Gibt es echt nur 2 Steinböden. Steinplatten. Machen wir das vielleicht so. Und dann wirkt das auch etwas schöner. Jetzt können wir mal ein anderes Häuschen benutzen, oder? Eine Scheune. Richtig, eine Scheune. So. 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 Maybe. Maybe so. Ich habe es mir irgendwie schöner vorgestellt. Mach mal weg, das sieht doof aus. Ich habe es mir schöner vorgestellt. In meiner jugendlichen Illusion habe ich mir das schöner vorgestellt mit den Rissen an dem Dach. Was ist eigentlich mit dem da? Ah. Passt auf jeden Fall besser zum Zaun, ne? Tine Wittler wäre stolz auf mich. Lassen wir so, oder? Lassen wir so. Gibt's auch passende Fenster? Passen alle irgendwie nicht. So ein Stalltürchen. Gefällt mir nicht hundertprozentig. Können wir vielleicht hier das da nehmen, in der Mitte, das da, Alter. Is that working? Sieht auch irgendwie doof aus, ne? I'm not very happy with this. Nee. Lass mal erstmal so. Lass mal erstmal so. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Gras, bisschen Grünzeug. Brauche ich eine Doppeltüre hier. So. Ja, lass mal so. Lass mal so. Ihr seht schon, Mapping kann ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, ne? Eigentlich habe ich nur ein kleines Dörfchen vorgehabt zu machen. Aber wir lassen jetzt erstmal. Wir machen noch ein bisschen weiter und dann wisst ihr ja so Pi mal Auge, wie es funktioniert, ne? Was ich noch machen wollte, ist so eine kleine Erhöhung. So, das sieht mir auch immer wieder gerne.
Kann man das? Soll man das? Nee, irgendwie, nee. Hm. Da war doch irgendwas, da habe ich doch was gesehen. War das nicht hier? War das beim MV? Sowas hier. Aber es kommt auch doof, ne? Das kommt irgendwie, was ist das? Viereckiges Gestrüpp. Mag ich nicht. Nö, nö. Dann machen wir das anders. Wir machen das mit Wasser. Einfach die Abgrenzung hier. Wollte ich hier mal ein bisschen variieren mit ein bisschen Wasser. Das passt ja auch gut mit dem Garten und so. So. Die Hütte, die gefällt mir nicht hundertprozentig. Machen wir kurz einen Playtest, wie es im Spiel aussieht. Vielleicht gefällt es mir da mehr. Naja. Ist jetzt nicht ganz so schlecht, aber lassen wir jetzt erstmal so. Ich kann über Wasser laufen. Okay. Da hat wohl jemand mit den Kacheln rumgespielt. Wer das wohl war? Hier ist ein schönes Gärtchen. Einfach immer so Abteilungen machen, wo man merkt, ah, da ist was, da kann man hinlaufen, da geht irgendwie was. Hier ist zum Beispiel, da ist das Gärtchen. Da unten war dieser Brunnen, da kann man auch noch irgendeinen hinstellen, irgendeinen NPC hier hinstellen. Der da irgendwie, oh ja, ich muss den ganzen Tag Wasser aus dem Brunnen holen, bla 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 bla, sowas, ne? Da hatten wir immer so verschiedene Abteilungen, verschiedene Fraktionen, wo man den Player hinschicken kann, offensichtlich. Und dann kann man da die NPCs irgendwas erzählen lassen, irgendwas Cooles. Ich mache jetzt aber trotzdem mal hier Türen hin. Indoor-Bereiche werde ich jetzt nicht machen, keine Angst. Wo sind die Türen? Was sind das für Türen? So ganz normale Holztüren. Okay. Da kann man auch andere nehmen. Langweilig. Nehmen wir das. Und auch hier hin. Hier hin, da braucht man aber eine andere. Türen auch wichtig, die sollten einfach zum Haus passen. Also geht dann ruhig nochmal ins Spiel rein und schaut euch die Türen an, ob die auch wirklich zum Haus passen. Ansonsten sieht das ein bisschen out of place aus. Wenn man da jetzt eine Cyber-Tür hinmacht, das würde komisch kommen. Ja, es geht. Ist in Ordnung. Das ist auch schön. Das geht. Ich finde die Türen, ja, die sind viereckig. Die sind nicht langgezogen, die sind viereckig. Finde ich immer so ein bisschen komisch, aber man muss die Standardgrafik ja nicht nehmen. Hm? Was ich cool finde, ist, dass die Charaktere wieder pixelig sind. Also sie sind pixeliger. Seht ihr das? Der Unterschied beim MV, beim MV waren sie nicht mehr so pixelig. Mittlerweile sind die richtig pixelig. Die haben auch einen pixeligen Rand. Ich habe nachgeguckt. Das sind die Kanten nicht geklettet. Daher kommt der pixelige Look. Zurück zur Map. Haben wir hier noch so einen Wasserfall, oder? Wie sieht denn der Wasserfall hier aus? Der ist ja übertrieben kitschig. Was ist das hier? Macht das blub blub blub? Ich muss das mal benutzen, ich weiß nicht, was das ist. Das macht wahrscheinlich blub blub blub, oder? Das Gras, das sieht cool aus, das gefällt mir. Muss ich zugeben? Gefällt mir. Nicht so viel.
einigermaßen dezent. Am Rand ruhig so tun, als würde es da weitergehen. Ihr müsst einfach nur den Anschein erregen, dass es da weitergehen wird. Das sieht ein bisschen besser aus, als wenn man da jetzt abrupt irgendwie was hinmacht, wo man weiß, okay, danach geht es nicht mehr weiter. Sieht ein bisschen komisch aus. Deswegen immer so tun, als ob. Oh. Muss wissen, was das Blub ist. Dieses Blub, was ist dieses Blub? Ich gucke. Blub? Machst du das auch Blub? Machst du Blub? Jo, es macht Blub. Guck mal. Das ist cool. Gefällt mir. Der Wasserfall gefällt mir nicht. Upsa. Der Wasserfall gefällt mir überhaupt nicht. Dieser Wasserfall ist pottenhässlich. Es sieht aus, als ob irgendwie ein Einhorn pipi muss. Sorry, aber der geht nicht. Da unten ist es, das habe ich gesucht. Das ist der Hanna. Eiferbübsch. Hannes. Ah. Und dann Luft ziehen. Hochziehen. Und hochziehen. Kann ich jetzt den Wasserfall? Ich weiß nicht, was ist mit dem Wasserfall los? Das ist doch nicht normal. Ich bin auch irgendwie kacke. Passt doch nicht mit dem Wasser. Ah ja. Lass mal den Wasserfall am besten mal weg. Entschuldigung. Das war ein Versehen. Was machen wir jetzt? Machen wir hier mal weiter so. So. Dann machen wir da hinten so ein bisschen gebirgig. Gebirge. Why not? Was wir da hinten abgeschlossen haben. Können wir vielleicht auch mal so machen. So, so. 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 Ich mache hinten gern Gebirge. Nicht immer, aber meistens passt. Sieht ganz gut aus. So lassen wir das erstmal. Ich weiß, dieser hintere Bereich, der ist noch nicht gemacht, aber wir konzentrieren jetzt uns auf den vorderen Bereich. Denn sonst wird das Video viel zu lang. Ich habe jetzt ja schon einiges erklärt. Stellt euch einfach vor, hier wäre nochmal ein Häuschen mit ganz viel Schnickschnack. Denn jetzt wollen wir natürlich noch die Events setzen, ein paar NPCs reinsetzen und so weiter. Mal gucken, was das RTP will ich immer sagen, die Ressource, die Standardressource hergibt. Und hier fangen wir mal an mit dem ersten. Nehmen wir so eine Oma. Gibt es auch einen Opa? Wer sieht denn aus, als könnte er Wasser aus dem Brunnen holen müssen? Gibt nur eine Oma, aber kein Opa. Immer halt eine Oma, ne? Muss die alte Oma das eben machen. Das ist doch vollkommen egal, oder? Das können wir auch machen. Dann nehmen wir die alte Oma und versuchen das mal.
Ja, das geht auf jeden Fall, oder? Ja, das kann man machen. Dann machen wir am besten den Eimer auch noch voll. Machen wir den voll mit Wasser. Haben wir auch gleich mal ein bisschen mehr Story. Gibt's hier eigentlich Vögel? Vögel? Birds? Animal? Keine Ahnung. Nature. Das ist ein Hund. Monster Evil. Aha, Big Monster. Oh, cool. Was ist das für ein Pferd? Das gibt. Aber brauchen wir jetzt nicht. Muss mal kurz alles zuspammen, alles durchgucken. Was sind das für Dinger? Sind das Roboter? Gibt es hier echt keine Vögel? Ah. Ich bin enttäuscht. Ich bin richtig enttäuscht. Dann gehen wir zu Nature und machen wir den Hund hin und machen ihn auf zufällig. Ich habe gedacht, ich kann jetzt noch ein paar Vögel hinmachen, die ein bisschen rumfliegen, aber scheint nicht zu gehen. Ich will mal kurz gucken, ob der Hund da hinten gefangen ist oder ob das funktioniert richtig. Das geht, oder? So ein bisschen der Wachhund vom Garten so. Der bewacht den Garten. Das ist gut, das gefällt mir. Und so könnt ihr die NPCs füllen. Haben die auch irgendwelche Berufe da drin? So ein Schmied oder sowas? Oder gibt's da nichts? Arg viel Auswahl hatten wir ja nicht, ne? Es gibt sehr viel Sci-Fi-Zeug, ne? Ganz komisch. Oh, ich sehe schon, ich werde kein Freund von dem Standardzeug. Da ist relativ wenig zu machen. Mir gefällt auch echt kein Charakter. Ich weiß, ich bin hier voll am Motzen in dem Tutorial. Tun wir den auch mal so... so random nach vorne. Machen wir mal auf Zufall. Machen wir den hier hin. Richtig. Ja, das sieht doch ganz sweet aus, oder? Das sieht doch ganz sweet aus. Hier vorne. Und so könnt ihr eure Map mit ein paar Leuten befüllen. Hier die Oma, die muss sich zum Beispiel gar nicht bewegen. Die muss aber aus den schweren Eimer bewegen. Und hinten haben wir noch den Wachhund. Und so kann man auch weitermachen. Stellt euch einfach vor, ich habe die Ecke hier auch gemacht.
An der Stelle würde ich aber sagen, dass das Tutorial zu Ende ist. Ich hoffe, ich habe euch ein paar hilfreiche Tipps mitgegeben. Ja, mit den Standardgrafiken, wie viel kann man mit den Standardgrafiken machen? Ich bin nicht so hundertprozentig von den Standards überzeugt. Es gibt natürlich noch viel Stuff, den ihr runterladen könnt, wo noch geileres Zeug draus machen könnt, als das mit dem Standard. Ich würde sagen, man kann relativ gut mappen mit dem Standardzeug. Ich würde es jetzt nicht unbedingt machen, ist nicht mein Grafikstil. Aber für den Anfänger ist es natürlich, die Standards sind natürlich für Anfänger oder für die es als Hobby machen, vollkommen in Ordnung. Und daraus könnt ihr dann relativ schöne Maps gestalten mit der Standardgrafik. Ich hoffe, das Tutorial war jetzt einigermaßen okay. Ich habe selbst zum ersten Mal mit den Standards ein bisschen rumgespielt. Ist jetzt keine Hightech-Map geworden. Ich weiß auch nicht, ob man da jetzt so übertrieben geile Maps draus bauen kann. Man kann okay eine Map draus bauen. Man kann relativ schöne Map draus bauen. Aber so richtig ins Detail gehen kann man mit den Standards halt eben nicht. Es ist ziemlich schwierig da mit den Standards Ingame-Geschichten zu erzählen. Also mit der Map quasi zeigen, hier ist das und das passiert. Und das funktioniert mit den Standards ziemlich schlecht. Aber ansonsten für ein kleines Minigame und so weiter funktioniert das natürlich. Und ich will jetzt auch nicht so lange labern. Wenn ihr noch sehen wollt, wie man Parallax-Mapping macht, das ist nämlich um einiges besser gelaufen als dieses Tutorial. Dann klickt mal hier drauf, das findet ihr die Tutorials. Oder das Tutorial, ich glaube, ist nur eins. Ich sag dann mal, bis dahin, Tschüssikowski.